Danke. Bitte. Ich dachte, zwischen mir und Anni, das ist was Besonderes. Jana, Männer sind nichts Besonderes. Die sind einfach alle nur gleich. Haben wir denn irgendjemanden vergessen, der sich hat testen lassen? Leider nicht. Bleibt uns nur noch dieser Amynese-Spender. Wie? Es gibt einen Spender? Ja, aber er hat sich seit dem Test nicht mehr gemeldet. Und vielleicht wird er oder sie es auch nie tun. Wir sollten trotzdem noch abwarten. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, ihn jetzt unter Druck zu setzen. Ja, aber ich kann nicht länger mit ansehen, wie es Hannah von Tag zu Tag schlechter geht. Meinst du, mir geht's anders? Ach, dann kann ich es aber nicht verstehen, wie du hier so seelenruhig rumsitzen kannst und darauf wartest, ob sich derjenige meldet oder nicht. Ich sitze nicht seelenruhig rum. Und ich bin dir aber auch nicht schuld daran, dass Hannas Leben jetzt von einer Maschine abhängig ist. Und ich glaube nicht, dass eure Streiterei Hannah wieder gesund macht. Das Einzige, was Hannah gesund macht, ist eine funktionierende Niere. Und ich kann mir denken, wer dieser potenzielle Spender sein könnte. Ja, und zwar? Abwarten. Was, was ich mir wirklich wünsche? Wieder ein normales Leben zu führen. Ich möchte mal wieder einen Tag ohne Kopfschmerzen und ohne Übelkeit haben. Aber das ist doch nur am Anfang so. Das weißt du auch ganz genau. Ich werde ein Leben lang von dieser Maschine abhängig sein. Vielleicht auch nicht. Was meinst du? Es gibt einen möglichen Spender. Ist das wahr? Hallo Silvia. Ich denke, du bist nicht vorbeigekommen, um meinen guten Whisky zu probieren. Also, was willst du? Es geht um Hannah. Aha. Ich weiß, dass es jemanden gibt, der als potenzieller Spender für Hannah in Frage kommt. Ach, wie schön für meine Schwester. Aber warum erzählst du mir das? Ich dachte, es könnte dich interessieren, Und warum? weil du es bist. Kein Wunder, dass du nicht mehr als Anwalt arbeitest. Bei deiner Fantasie? Du musst mir nichts vormachen, Silvia. Ich weiß es. Bravo. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, so viel Kombinationsgabe, aber du hast recht. Und was ist daran so komisch? Du. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Dass du meinen Verdacht bestätigst. Das heißt, du wusstest gar nicht, dass... Eine reine Vermutung. Mehr nicht. Und was willst du jetzt tun? Mich auf den OP-Tisch fesseln? Nein. Aber du wirst der Transplantation zustimmen. Freiwillig. Für wen hältst du dich? Lieber Lars, ob ich einer Operation zustimme oder nicht, das entscheide ich immer noch selbst. Und was glaubst du wohl, was ich tun werde? Nein, das wirst du nicht. Hannah wollte sich von mir nicht helfen lassen und ich halte mich daran. Gut, dann fahre ich eben in meine Wohnung zurück. Ja, mach das. Fahr in deine kleine Männer-WG. Lass dich nicht aufhalten. Und werde mit meinem Vermieter reden. Deinem Sohn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich über das egoistische und herzlose Verhalten seiner Mutter freuen wird. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber glaub bitte nicht, dass es in irgendeiner Weise meine Entscheidung ändert. So, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich habe noch zu tun. Stell dir mal vor, ich müsste nicht mehr in die Dialyse. Das wäre schön. Dann könnten wir endlich in Urlaub fahren. Wäre das nicht traumhaft? Mich freut es ja schon, dich endlich mal wieder lächeln zu sehen. Trotzdem. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Falls Lars den Spender nicht findet oder
der sein Einverständnis nicht gibt. Und Lars hat überhaupt keine Ahnung, um wen es sich handelt. Ob es vielleicht doch Sylvia ist? Meinst du? Ach, war nur so eine Idee. Für sie war es ja schon ein großer Schritt, sich überhaupt testen zu lassen. Außerdem wollte ich das ja auch gar nicht. Ach komm. Wir warten erst mal ab, was Lars rausfindet. Hoffentlich kommt er mit guten Nachrichten. Nach einer Transplantation mache ich dann gleich ein großes Fest im No Limits. Lars wird Ehrengast und du natürlich auch. Das ist er bestimmt. Ich hab's gewusst. Komm rein. Hallo. Und? Hast du meinen Retter gefunden? Erklärt er sich zu einer Spende bereit? Wie? Du weißt Bescheid? Carla hat's mir erzählt. Mir ging's vorhin nicht so gut. Aha. Soll ich gleich mal Dr. Malmann anrufen? Hanna, bitte, jetzt lass mich erst mal ankommen. Ja? Entschuldigung, natürlich. Aber lass dir jetzt auch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Lars, wer ist der potenzielle Spender? Na? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer der Spender ist. Blinder Alarm? Wie? Nein. Solange es den großen Unbekannten gibt, besteht Hoffnung. Ja. Lieber eine ungewisse Hoffnung als gar keine. Dann muss ich also weiter die Dialyse über mich ergehen lassen. Für dies ist jetzt übrigens Zeit. Musstest du ihr davon erzählen? Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Übrigens weiß ich, wer der große Unbekannte ist. Und? Sylvia. Sylvia. Sie weigert sich, Hanna zu helfen. Danke. Und ich mache Hanna auch noch Hoffnungen. Er konnte auch ahnen, dass Silvia so abgebrüht ist. Wir sollten Hanna sagen, was Sache ist. Dann weiß sie wenigstens, dass sie wirklich nichts, aber auch nichts von ihrer Schwester zu erwarten hat. Wozu denn noch mehr Kummer? Das hilft Hanna auch nicht weiter. Trotzdem. Selbst wenn Silvia sich einverstanden erklärt hätte. Hanna würde sie nie als Spenderin akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Konsequenzen für Silvia hat. Felix sollte wissen, wie kaltherzig seine Mutter ist. Was versprichst du dir davon? Sie soll spüren, dass sie nicht machen kann, was sie will. Felix wird den Kontakt wieder zu ihr abbrechen. Ich frage mich eher, wie wir Hanna beibringen, dass es doch keinen Spender gibt. Ich war doch im Krankenhaus und habe mich testen lassen wegen Hanna. Ja, das war fair von dir. Schade nur, dass der Test negativ ausgefallen ist. Ja, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Wieso? Dazu ist doch alles gesagt. Eben nicht. Der Test war nicht negativ. Wie? Haben die Ärzte sich etwa geirrt? Nein, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Das Ergebnis war positiv. Wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Weil ich Hanna als Spenderin nicht zur Verfügung stehe. Deswegen lügst du mich und alle anderen an? Hanna und ich hatten Streit und danach kam es für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Nur dir zuliebe habe ich mich überhaupt testen lassen. Du wolltest dich bei mir einschleimen und gleichzeitig nicht zu Hanna tun. So ist es doch. Was bist du denn für ein Mensch? Ehrlich gesagt, habe ich bei der ganzen Sache vor allem an dich gedacht. Was? An mich? Ich hatte Angst, dich wieder zu verlieren. Diesmal endgültig. Hanna kommt. Jetzt kannst du reinen Tisch machen. Das hatte ich auch vor. Schön. Aber keine Lügen mehr. Felix, was gibt's?
Hanna, setz dich einen Moment, ja? Bitte. Meine Mutter will dir was sagen. Ich wollte dir erklären, warum ich dir nicht helfe. Wovon redest du? Wie, hast du es ja gar nicht gesagt? Deine Schwester ist die potenzielle Spenderin. Und ihre Abneigung kennst du ja. Ja, ich weiß. Dafür gibt es nur einen Grund. Das ist ihr Hass. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich habe mich testen lassen. Ja, klar, weil Felix es so wollte. Ich war dir dabei völlig egal. Ach, komm schon, Hanna. Erinnere dich bitte daran, was du selbst zu mir gesagt hast. Nie im Leben hättest du meine Hilfe angenommen. Daran hat sich auch nichts geändert. Auf die Unterstützung einer Frau, die nur an sich selber denkt, kann ich gut verzichten. Ach, und dann willst du bis zum jüngsten Tag auf eine Spenderniere warten, ja? Viel Spaß. Ja, danke, verdammt doch mal. Alle Achtung. So viel Borniertheit. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du zwingst mich ja regelrecht dazu. Also gut. Ich will nicht nachtragend sein. Wenn du mich ganz lieb bittest, dann lass ich vielleicht noch mal mit mir reden. Klar. Ich falle auch noch vor dir auf die Knie. Ja, das wäre doch ein Anfang. Lieber sterbe ich, als dich um irgendwas zu bitten. Ich liebe es, wenn du so dramatisch wirst. Hanna. Hanna. Okay, bis dann. Und? Hanna wird nochmal untersucht. Ach, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Auf jeden Fall ist es sehr nett von dir, dass du vom Krankenhaus direkt zu mir gekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Nachdem du angerufen hast, meine ich. Ich habe das nicht gewollt. Ich hätte merken müssen, wie labil sie ist. Aber immer, wenn wir beide uns sehen, kracht es. Naja, sie hat dich vorhin schon ziemlich heftig angemacht. Meinst du das im Ernst? Ja, sie war schon sehr ungerecht zu dir. Ja, sie hasst mich. Als ich vorhin bei ihr im Krankenhaus war und sie gesehen habe, da dachte ich, das ist doch alles nicht wichtig. Das sagst du. Du bist der einzige Mensch, der ihr jetzt helfen kann. Das zählt. Lieber würde sie sterben, du hast sie doch gehört. Im Streit sagt man vieles. Wer weiß das besser als ich? Das meint sie ernst. Da musst du eben den ersten Schritt tun. Ihr seid immerhin noch Schwestern. Eine Schlange ist das. Komm, beruhige dich. Warum? Ich hatte doch nur einen kleinen Schwächeanfall. Und hätte sie mich in Ruhe gelassen, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Ich hoffe, sie bleibt mir in Zukunft erspart. Siehst du denn keine Möglichkeit, dich einmal mit ihr normal zu unterhalten? Wozu? Du weißt wozu. Ich will mich nicht vor ihr demütigen. Und ich will sie auch um nichts bitten. Die hat mir schon genug angetan. Ja, bitte? Hallo. Raus. Schick sie weg. Ich möchte nur kurz mit dir sprechen. Es dauert einen Moment. Wann gehst du? Ein Glas Wasser holen. Carla, bleib hier. Ich bin bereit, dir eine Niere zu geben. Ohne Bedingungen oder sonst welche Forderungen. Du musst es nur wollen. Ausgerechnet, du willst mir helfen. Ja. Für eine Nierentransplantation stehe ich als Spenderin zur Verfügung. Entschuldigung, aber die geläuterte Wohltäterin, die nehme ich dir nicht ab. Du hast mich schon immer gehasst. Und auf einmal? Hanna, du bist meine Schwester. Aber David und mich hast du entführen lassen. Damals hättest du sogar meinen Tod in Kauf genommen.
Es ist mir ernst mit dem Angebot. Du hast noch nie etwas ohne Gegenleistung getan. Was willst du von mir? Ich will deine Hilfe nicht und ich brauche sie auch nicht. Mein Gott, Hannah, du kannst einem wirklich leid tun. Danke für dein Mitgefühl. Aber lieber ein Leben mit Dialyse als eine Niere von dir. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Und jetzt verschwinde endlich! Wenn dir dein Stolz wichtiger ist als dein Leben... Können Sie nicht einmal nachgeben? Reicht es nicht, dass Hannah wegen Ihrer Streiterei zusammengebrochen ist? Ich glaube, da wenden Sie sich im Moment wirklich an die falsche Adresse. Ich will dich nicht zu deinem Glück zwingen, Hannah.